Moin aus dem Wunderland. Nach dem positiven Feedback von euch für die erste Folge der Easter Egg nehmen wir euch mit auf die zweite Runde. Denn wir haben noch viel mehr Easter Eggs in der Anlage verbaut, als ihr euch denken könnt. Denn wir sind so verrückt und haben immer so viel Blödsinn im Kopf, dass wir einfach davon nicht ablassen können. Und was wir euch in dieser Folge auch noch zeigen, ist das erste Easter Egg, was nach Rio kommt. Was es wird, verraten wir nicht, aber alle Kinofans werden am Ende begeistert sein. Kommt einfach mal mit. Ja, seit wir Südamerika bauen und große Teile der Anlage aus Südamerika hierher importiert haben, haben wir im Speicher ein riesiges Gecko-Problem. Also die kleben wirklich überall und so auch hier oben an der Decke. Nein, ist natürlich Quatsch. Also der Gecko hier oben an der Decke klebt seit, schätze ich mal, 10 Jahren da oben und ist eigentlich nur aus einer Spaßlaune entstanden. Ich habe das Ding gehabt und dachte, klebe ich das Ding mal an die Decke und gucke, ob irgendein Gast drauf reinfällt und sagt, oh, da klebt ein Gecko bei Ihnen an der Decke oder so. Aber die wenigsten entdecken ihn und es ist halt ein kleines Easter Egg geblieben und ein Spaß am Rande. Ja, und dann habe ich noch so ein Teil, was eigentlich kein Easter Egg ist. Es ist sogar ein Druckknopf, aber es ist, glaube ich, einer der Druckknöpfe, die am schwierigsten gefunden werden. Also ich kriege immer wieder zu hören, ja Mensch, ich habe den Eisverkäuferknopf gefunden, ich habe den auch gedrückt, aber entweder war der kaputt, aber wo ist denn da was? Ich finde einfach nichts. Und das Ding ist wirklich so klein und so versteckt. Und man kann, wenn man von hier oben runter guckt und auf die Brückenbaustelle guckt, sieht man, da ist so eine kleine schwarze Spur mittlerweile. Und ich drücke einfach mal und dann sehen wir, wie der Eisverkäufer kommt. Ja, hier kurz vorm Flughafen, da steht so ein schönes Schwimmbad. Das habe ich damals mit der Kollegin lichtmäßig designt. Wir haben das abgesprochen und haben so einige Gags eingebaut. Wir haben natürlich Specials eingebaut, wie extra designte Lampen, diese kleinen Fischchen und vor allen Dingen diese eine etwas morbide Szene. Wie in jedem Schwimmbad üblich kriegt man ja Pommes und Co. Bei uns etwas gehobenere Kost, denn hier gibt es Kaninchen und zwar ganz frisch. Ja, hier am Airport haben wir ein nettes Gimmick eingebaut und zwar einen sogenannten Gaga-Sound. In jedem Flugzeug befindet sich ein kleiner Lautsprecher und ein Prozessor. Und in diesem Prozessor sind sogenannte Soundfiles eingespielt. Und diese Soundfiles sind dazu da, um beispielsweise verschiedene Geschwindigkeitsstufen zu simulieren, also soundtechnisch zu simulieren. Und eine Soundfile ist ein sogenannter Gaga-Sound. Das heißt, wenn man hier länger an der Anlage steht, dann kann es sein, dass man auch so ein gackerndes Huhn zu hören bekommt. Ich hoffe, die Folge gefällt euch bisher. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, ob ihr noch weitere Folgen sehen wollt. Ja, so wie Schuh eingangs des Videos schon erwähnt hat, haben wir heute was Besonderes für euch. Und zwar geht es um das erste Easter Egg oder eins der ersten Easter Eggs in Rio, im neuen Teil des Wunderlandes. Und da habe ich mir im Internet mal hier ein Bild rausgesucht. Wo man vielleicht erkennen kann, das ist ein alter VW-Bus kombiniert mit einem AT-AT aus Star Wars. Und ich als alter Star Wars-Fan habe natürlich gleich gedacht, das ist eine coole Kombination. Denn wer gerade Südamerika oder Rio kennt, der weiß, da fahren unglaublich viele dieser alten VW-Busse rum. Und deswegen fanden wir das einfach witzig. Und das bauen wir heute und ihr schaut mir da mal ein bisschen über die Schulter. Wir bilden ja im Wunderland ganz gerne die Realität nach. Und was macht man nicht Gerneres, als im Wunderland zwei Figuren nackt miteinander zu verbinden? Aber so eine ganz ähnliche Szene, die gar nicht so wild ist, befindet sich hinter mir, die Gaston damals gebaut hat. Einfach mal genau hinschauen, denn was da gebaut ist, möchte doch jeder mal gemacht haben. Ein weiteres Easter Egg befindet sich hier hinter der Anlage, heißt
Man muss den Blick hinter die Kulissen wagen, um überhaupt sowas sehen zu können. Wie verrückt sind wir eigentlich mittlerweile? Aber Tino hat hier massenhaft Ratten in die Kanalisation eingesetzt. Und das Oberwitzige daran ist, das sind einfach umgebaute Eichhörnchen. Wir haben im Wunderland so viele Höhlen und was bietet sich besser für ein Easter Egg an als eine Höhle? Und da wir für Kinder ja mal ganz gerne Sachen bauen, haben wir uns gedacht, wir machen da hinten eine Minion-Höhle. Denn welches Kind mag denn keine Minions? Und das sind nicht die einzigen Minions, die wir haben, sondern wir haben sie noch in viel kleiner. Und das zeige ich euch jetzt auch noch. Ein Feuerwerk der Easter Eggs seht ihr genau hinter mir. Denn wenn sich die beiden Türen öffnen, werdet ihr links und rechts nur Easter Eggs vorfinden. Und dort fing auch alles an mit den kleinen Minions. Die sind so groß. Und es war Höllenarbeit. Vielleicht lag es einfach daran, dass wir mittlerweile schon übermüdet waren, denn es sind Stunden und Nachtstunden in dieses Projekt geflossen. Ich stehe an den Landungsbrücken. Hier sieht man den tollen G-Move. Hier wird ein Song, Zombination, gespielt. Der ist damals aus der Disco-Zeit von Freddy, Gerrit und Stefan produziert worden. Und wir haben hier als kleines Team zusammen ein kleines Gimmick eingebaut. Bei jedem 30. Mal drücken von dem Knopf wird die Cantina-Band gespielt. Das ist ein bisschen als kleines Gimmick mal was Cooles. Das kennt man vielleicht aus dem Film Star Wars. Und das ist so nochmal was Witziges. Diesen Drachen von Game of Thrones habe ich umgebaut als eine Resin-Statue. Er saß auf einem Stein, wir brauchten ihn aber fliegend, weil wir ihn auf dem Flughafen fliegen lassen wollten. Und das Umbauen, ja, das war ungefähr eine Woche. Ich habe einen neuen Schwanz modelliert, habe die Beine nach hinten gesetzt, habe noch die Drachenmutter oben drauf gemacht und dann flog er beim Flughafen aufgrund des Staffelfinales von Game of Thrones. Und jetzt hängt er hier. Ja, herzlich willkommen bei uns hier im hohen Norden. Wir sind hier bei den Nordlichtern im Polarmeer und ich wollte euch heute mal die Nordlichter hier ein bisschen vorstellen. Der Hintergrund war so ein bisschen, dass wir haufenweise kahle Flächen im Miniaturwunderland hatten und wir uns mal dachten, wir machen das Ganze mit Projektion ein klein wenig erweitern, die Anlage nach hinten und machen das ein bisschen interessanter. Naja, und was passt besser zum Polarmeer als die Nordlichter? Und deswegen haben wir uns gedacht, das müssen wir hier umsetzen. Im Endeffekt war die größte Herausforderung bei der ganzen Geschichte, dass wir ein 6 Meter breites Bild mit einem nur Projektionsabstand von knapp 2 Meter umsetzen können. Das haben wir mit einem Kurzdistanzbeamer gemacht und die größte Herausforderung dabei war halt, das alles so zurechtzubiegen, dass am Ende jetzt für den Zuschauer auch noch ein gerades Bild bei rauskommt. Und Wunderland typisch haben wir natürlich auch noch 1, 2 kleine geheime Gags eingesetzt. Und da seht ihr die Titanic und das kleine Quietscheentchen hier ab und zu, wenn ihr ganz genau hinguckt, durch die Gegend schwimmen. Ja, ich bin ja die Werft des Miniaturwunderlandes, sagt man jedenfalls, und service die Schiffe. Und bei irgendeiner Session habe ich gedacht, Mensch, ich habe gar kein eigenes Unternehmen. Und habe ich gedacht, ja Mensch, wie kannst du dich denn mal verewigen auf so einem Schiff? Und dann habe ich einfach mit einem Aufkleber Leotrans ausgedruckt und den auf einen der Container draufgeklebt, einfach aus Gag. Meine Tochter, die hat hier oft Schiffe gefahren, als sie noch in der Ausbildung war und hat das dann irgendwann gesehen beim Schiffern und hat sie gesagt, sag mal, Papa, hast du dich da verewigt auf dem Schiff? Ich sag, jo. Wir sind jetzt schon seit einer Weile dabei, den Karneval für Rio zu bauen. Und hier haben wir jetzt den Schmetterling gerade auf Theresas Platz stehen. Den hat sie jetzt fertig aus unserer Abteilung bekommen. Der wurde von Moritz geplant und mechanisiert und dann von Henning beleuchtet. Und Theresa hat jetzt die Bemalung und die Ausschmückung gemacht. Genau, und wir haben hier ein kleines Gimmick eingebaut. Nämlich sitzt hier vorne auf dem Schmetterling unser Teamleiter, der Matze. Der wurde, wie wir alle, für unsere Weihnachtsfeier damals eingescannt, als Corona das nicht zuließ, dass wir zusammen feiern konnten. Und jetzt haben wir den hier im Haus nochmal ausgedruckt im richtigen Maßstab und haben den hier vorne drauf platziert, weil er ja in echt auch unser kleiner Vortänzer ist, darf er jetzt hier auch den Karneval anführen. So, nachdem ich jetzt tatsächlich fast einen ganzen Tag an dem Easter Egg gearbeitet habe, ist es endlich soweit und wir werden es hier in Rio in der Anlage verstecken. Wo genau, erzählen wir euch jetzt nicht, das müsst ihr selber rausfinden und vielleicht entdeckt ihr dabei ja auch noch ein paar andere Easter Eggs. Schreibt auch gerne mal unten in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat oder am besten noch besser, vielleicht habt ihr ein paar eigene Ideen für Videoformate. Was würde euch noch mal interessieren an Themen? Vielleicht habt ihr in anderen Videos ein paar Kollegen von mir gesehen, über die ihr gerne noch mehr erfahren wollt oder sonst was. Ne? Schreibt das unten rein, wir lesen das alles. Wir sind super dankbar für jeden Vorschlag.
Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.